Besondere Böcke verdienen auch besondere Plätze. Und so mag ich euch heute mal mitnehmen zu dem Tag, an dem ich fast meinen Lebensbock verloren hätte. Und auch wenn in diesem Fall die Trophäe wirklich besonders ist das Erlebnis dahinter mindestens genauso viel wert. Die Geschichte dazu ist spannend und lehrreich und für mich auch wieder ein Erlebnis, das mir gezeigt hat, dass langjährige Erfahrung nicht alleine vor Leichtsinnsfehlern schützt. Die wenigen schönen Tage dieses Jahr habe ich überwiegend dazu genutzt, um mit Freunden auf die Jagd zu gehen und diese dort zu begleiten oder Bekannten die Jagd etwas näher zu bringen. Ich weiß kaum ein Jahr, in dem ich selten für mich so wenig gejagt habe. Aber einen Anreiz gab es dann für mich doch. Bereits am 1. Mai hatte ich auf einer Kanzel Platz genommen, an der ein älterer, abnormer Bock gehen sollte. Claudia hatte diesen bereits im April dort ausgemacht und auch zu einem späteren Zeitpunkt dann dort nochmal bestätigt. Für mich blieb er jedoch ein kleines Phantom. Aber einen Versuch wollte ich dann doch noch wagen. So, heute mit ganz einfachem Setup und jetzt gehen wir mal auf einen abnormen Bock. Schauen wir mal, wann wir erwischen. Der ist jetzt schon ein paar Mal gesehen worden. Den Platz kennt ihr auch vom 1. Mai noch. Ich selber habe noch nicht verkauft, aber wer weiß, vielleicht klappt es auch wieder mal. Auf geht's. Heute gibt's mal was ganz was anderes. Ich bin gerade auf der Jagd draußen und habe mein kleines Setup hergerichtet. Und das demonstriere ich euch jetzt einmal kurz. So, passt mal auf. Ich wechsle mal schnell die Perspektive. Seht ihr das? Ich kann euch hier gerade live mitnehmen. Direkt zum Ansitz raus. Das schaut nach einem Bock aus. Da haben wir das erste Böckli. Dann ein paar Meter weiter ist noch Altgras. Und das Altgras kann man auch nicht sagen älter. Ja, das ging jetzt ratzfatz. Die kam jetzt wie aus dem Nichts. Aber Achtung, jetzt wird's interessant. Ich hoffe, ich krieg's noch drauf. Oh. Oh Leute. Schaut mal da. Das ist ein Bock. Ja, das ist der Bock. So. Der Puls geht mir gerade massiv durch die Decke. Der hat die Kabel unten aus der Hose raus. Ich glaube, an dem Wackeln vom Bild sieht man, wie aufgeregt ich bin. Wie weit? Ich schätze mal so 160 bis 180 Meter. Also auf jeden Fall im machbaren Bereich. Ich bin ja auf einer schönen Kanzel. Eine gute Auflage. Aber ich hätte gern, dass der noch ein Stück weiter nach rechts zieht. So Leute. Ich beende jetzt das Ganze mal da. Schauen wir das Ganze nochmal in Ruhe an. Und dann gebe ich euch Bescheid, wie es ausgegangen ist.
Jetzt warten wir noch mal, ob die auch noch kommen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt seit einer Viertelstunde, 20 Minuten herumgesessen. Ich habe jetzt mal die Gaudi gemacht und das ausprobiert, mit dem Spektiv zu streamen. Weil einfach nichts los war. Und wir aus dem Nix ist an der Gas kommen und kann man die Gas da, ziehen zwei junge Böcke raus. Ja, ich habe dann das ein bisschen im Stream kommentiert. Und auf einmal, ich habe schon gemerkt, die Geist sichert in meiner Richtung. Zieht dort, wo die Geising sichert hat, der Bock raus. Und das war nicht irgendein Bock, das war der Bock. Ich zitter immer noch, das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Als der Bock für mich passend stand, habe ich geschossen. Ich habe ein Blatt angehalten. Er hat zeichnet, er hat einen Treffer. Er ist dann in unsere Richtung ab. Allerdings ist das Gelände da wieder abschüssig und ich sehe jetzt nicht, ob er da liegt oder nicht. Ich hoffe es jetzt einfach. Die Geiß ist jetzt auch nochmal gekommen. Und die jungen Böcke haben ihn vorher umgerannt, deshalb ist er da ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich kann es euch gerade nicht beschreiben. Ich hoffe jetzt nur, dass der Bock da liegt. Ich mag jetzt aber noch ein wenig warten. Wenn vom Schuss her war ich super. Bin ich super abgekommen, war mir dick. Jetzt ist schon wieder was da draußen. Ich sehe es bloß über die Kamera, das ist zu klein. Das seht ihr jetzt. So Leute, jetzt gehen wir mal zum Bock, schauen wir mal und dann erzähle ich euch noch was. Auf geht's. Ja, was sich dann zugetragen hat, war ein absolutes Gefühlschaos. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich gut abgekommen bin und dass der Bock dort gleich hinter dem kleinen Hügel liegt. Aber als wir dort ankamen, fanden wir nichts. Wir haben gleich uns dran gemacht, einen Anschluss zu suchen und haben vergebens nach irgendwelchen Pirschzeichen gesucht. Nachdem dann eine längere Zeit vergangen war und wir immer noch nichts hatten, vernahm ich dann plötzlich hinter mir ein Schrecken und sah, wie im angrenzenden Feld der Bock versuchte wegzukommen. Ich bin dann gleich nebenan auf die Anhöhe und habe von dort aus den Bock einen Fangschuss antragen und konnte so, Gott sei Dank, ganz schnell das Leiden noch beenden. Aber was war eigentlich passiert? Ein paar Tage zuvor habe ich mein Fernglas mit Entfernungsmesser eingeschickt und bin an dem Tag mit einem einfachen Fernglas losgezogen. Ich war mir sicher, dass ich an dem Platz alle Entfernungen abschätzen kann. Im Winter war ich schon mal dort und habe auf eine weitere Distanz geschossen und ich war sicher, dass ich dort nicht weiter wie 150, 160 Meter schießen muss. Letztendlich war es dann so, dass ich über 200 Meter geschossen habe und die 8x57 dorthin einfach viel zu weit fielen. Trotz meiner vielen Erfahrung und allem Wissen, das ich jetzt über die Jagd und auch in meinem Revier habe ich mich an dem Tag massiv verschätzt. Sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber wie ihr es gesehen habt, kommt es einfach vor. Nachdem ich anfänglich doch ziemlich geknickt über das ganze Erlebnis war, hat es jetzt einige Zeit gedauert, bis ich mich jetzt wirklich über meinen Lebensbock freuen konnte. Ich möchte mich auch jetzt nochmal ganz herzlich bei Skipper Hunting für den tollen Trophy 360 bedanken, auf dem der Bock einen wirklich tollen Platz findet. Euch da draußen wünsche ich immer viel Weidmannsheil, dass euch sowas nicht passiert und bis zum nächsten Video. Servus!